Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe heute für euch ein wunderbares Dessert bzw. Kuchengericht mitgebracht, den Prasselkuchen. Der Prasselkuchen ist ein mega einfacher Kuchen, den jeder ganz schnell nachmachen kann. Perfekt geeignet, wenn man mal kurzfristig eingeladen wird oder mal schnell irgendwo hin muss oder der Besuch sich einfach angekündigt hat oder vor der Türe steht. Was braucht ihr für den Prasselkuchen? Ja, es ist nichts anderes als ein Blätterteig, der mit Konfitüre bestrichen wird. Im Original mit Johannisbeer, Aprikosenkonfitüre und der mit Streuseln bestreut wird. Ursprünglich kommt der Prasselkuchen aus dem 19. Jahrhundert, aus Schlesien, und hat sich dann nach und nach immer weiter durchgesetzt. Und heute ist es eigentlich ein, ja, ich würde sagen, ich will nicht sagen Kult, aber es ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Kuchengericht, was man nachbacken kann. Und den Prasselkuchen werden wir gleich mal backen, aber es gibt einen Unterschied. Wir machen ihn mit dem Original Pflaumenmus. Ich weiß, das Pflaumenmus ist jetzt nicht das ideale Gericht für Prasselkuchen, aber wir hatten dieses Jahr so viele Zwetschgen im Garten und ich habe so viel Pflaumenmus gemacht und ich werde das jetzt mal ausprobieren, wie das Pflaumenmus mit dem Prasselkuchen, also mit dem Blätterteig, harmoniert. Es könnte sein, dass es ein bisschen zu süß ist, aber das schauen wir uns mal an. Deshalb normalerweise Aprikosen- und Johannisbeermarmelade. Kirschmarmelade ist auch mega gut. Das müsst ihr nach eurem Geschmack entscheiden. Jetzt gehen wir in die Küche und schauen uns mal die Zutaten an. Also kommen wir zu den Zutaten des Prasselkuchens. Da hätten wir natürlich einen Blätterteig und für die Streusel brauchen wir Zucker, 150 Gramm pro Portion, ich werde 2 Portionen machen, dann 170 Gramm Butter, da muss ich noch was rausholen, und dann ein Päckchen Vanillezucker, dadurch brauchen wir dann 2, und dann natürlich noch Mehl. Ich werde euch natürlich das Originalrezept oder das Rezept auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, dann haben wir den Pflaumenmus, wo ich eben drüber gesprochen habe. Und als ich gerade im Kühlschrank war, ist mir aufgefallen, dass ich noch Brombeermarmelade da habe und Aronia Pflaume. Also wenn ihr da ein Rezept mal haben wollt, sagt mir Bescheid, kann ich verlinken. Die beiden werde ich tatsächlich jetzt aufbrauchen, damit der Kühlschrank mal ein bisschen leerer wird. Und das heißt, wir werden einen kleinen Versuch machen. Und der sieht so aus, dass wir diese beiden Marmeladen verbrauchen und den Rest mit dem Pflaumenmus auffüllen. Und dann denke ich mal, haben wir eine richtig coole, ja, auch mal eine kleine Versuchsstrecke, wie so ein Prasselkuchen mit unterschiedlichen Marmeladen schmeckt. Und das gucken wir uns dann an. Also, gehen wir zur Zubereitung der Streusel. Wie ich eben gesagt habe, wir machen heute 2 Portionen Streusel. Das ist hier der Zucker. Die Butter musste ich auftauen, aber leider ist die ein bisschen flüssig geworden in der Mikrowelle. Das ist nicht schlimm. Da werden wir die Streusel nochmal kalt stellen müssen, bevor wir die dann auf den Kuchen tun. Sonst wird das möglicherweise zu matschig. Da muss jetzt noch ungefähr 100 Gramm Butter hinzu. Pi mal Auge ist das so viel. Und dann haben wir das schon zusammen. Und dann fehlt jetzt nur noch das Mehl. Und das sind insgesamt 600 Gramm Mehl. Und das wiegen wir einfach direkt hier drin ab. So, schauen wir mal, ob hier genug drin ist in dem Topf. Ich mache mal ein bisschen mehr Streusel, denn die Kids lieben die Streusel auf diesem Kuchen. Und warum nicht? So, dann kommen da noch 2 Päckchen Vanillezucker hinzu. Und dann bleibt zum Schluss nur noch die Handarbeit. Alles zusammenkneten und da sind die Streusel auch schon fertig. Okay, mehr müssen wir da auch nicht machen. Wer möchte, kann natürlich ein bisschen Zimt hinzutun, aber das kommt halt drauf an, was ihr für eine Konfitüre nehmt. Da bei mir in dem Pflaumenmus schon Zimt mit drin ist, werde ich das nicht nochmal extra hinzufügen. Das müsst ihr selber wissen. Das kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank. Und dann können wir den Prasselkuchen auch schon fertig machen. Also wie gesagt, wir nehmen jetzt die Marmeladen aus dem Kühlschrank. Das wäre jetzt noch einmal hier die Brombeermarmelade oder Konfitüre. Natürlich selbst gemacht. Die packen wir mal auf 1/3 drauf. Und dann, ja, da geht noch was. Muss nicht zu dünn sein, Leute, ne? Kann ruhig ein bisschen dicker ausgestrichen werden. Das ist gar nicht schlimm. Da könnt ihr aber auch immer gucken, wie ihr das mögt. Manche Menschen mögen ja nicht so extrem dicken Belag, aber ich denke, das ist schon so ganz vernünftig. Dann werden wir ein zweites Drittel machen
mit der Aronia-Pflaumenmarmelade. Jetzt muss ich mir nur noch irgendwie merken, wo die Unterschiede sind. Wenn ich das verkoste, dass ich das noch weiß nachher. Muss ich mir mal aufschreiben. Dann kommt hier die Aronia-Pflaumenmarmelade drauf. Übrigens, Aronia-Beeren sind super lecker. Ich finde, man kann sie nur nicht pur essen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt mir ja mal sagen, was ihr mit den Aronia-Beeren macht. Aber in der Marmelade sind die tatsächlich super lecker. So, das wäre das zweite. Die Gläser packen wir gleich zusammen. Und auf den dritten Teil kommt das frische Pflaumenmus von diesem Jahr. Oh, das kriege ich gar nicht auf. Alter Falter. Ist auf jeden Fall gut zu. Das Rezept verlinke ich euch zum Schluss. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen, wie das hergestellt wird. Ist eigentlich relativ einfach. Ist keine Marmelade, ist halt ein Pflaumenmus. Und das wird im Prinzip im Backofen schön dick eingekocht. Und dann könnt ihr dann entscheiden, auf wie viel Stückchen ihr noch drin haben wollt oder nicht. Das dauert auch eine Zeit lang. Also es ist nicht wie Marmelade kochen, zack, weg, fertig. Sondern da müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen. So, schmeckt übrigens super lecker auch zu Germknödeln. Okay, die Marmelade hätten wir drauf. Das heißt, wir müssen jetzt die Streusel verteilen. Gut, die Streusel sind jetzt etwas kühl geworden. Noch nicht ganz kalt, aber das ist nicht schlimm. Ich stelle den danach nochmal in den Kühlschrank. Und dann machen wir da einfach die Streusel als Klümpchen drauf. Und dann ist der Prasselkuchen auch schon fertig und kann in den Backofen. Also ungefähr die Hälfte der Streusel ist jetzt drauf. Das reicht normalerweise schon. Aber wie gesagt, meine Kinder lieben Streusel. Deshalb machen wir den Prasselkuchen jetzt voll. Und dann geht er nochmal in den Kühlschrank, bevor wir den backen. Ja, und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, fertig. Ich meine, ihr seht sie am Video, das ist wirklich ein schneller Kuchen. Also da ist ja kaum was rausgeschnitten. Und da könnt ihr ungefähr abschätzen, wie lange ihr braucht, den Prasselkuchen selbst zu machen. Aber ich meine, Blätterteig und Konfitüre drauf geht relativ zügig. Die Streusel ist das wirklich das, was am längsten braucht. Und selbst das ist in wenigen Minuten gemacht. Daher sage ich also, wenn ihr mal kurzfristig Besuch bekommt oder eingeladen werdet und was mitbringen wollt, ist das eigentlich das Rezept, was mega schnell funktioniert. Gut, ab in den Kühlschrank und dann sehen wir uns nach dem Backen wieder. Schaut mal, der sieht richtig lecker aus. Der war jetzt Pi mal Auge, ja, ich würde sagen so ungefähr eine halbe Stunde im Backofen. Und die Streusel sehen sehr knusprig aus. Und ich glaube, wir werden ihn jetzt gleich mal probieren. Und dann gucken wir mal, wie der schmeckt. Dann probieren wir jetzt mal den Prasselkuchen. Und die Fotos habt ihr ja schon gesehen. Oder das Video, ich habe euch was reingeschnitten, wie es aussieht. Wie gesagt, wir haben einmal den Pflaumenmus, wir haben einmal Aronia-Beere mit Pflaumen und wir haben die Brombeermarmelade. Und mal sehen, wie die so schmecken. Wir fangen mal an mit den Brombeeren. Die Streusel sind super knusprig geworden. Lecker. Die Brombeeren kommen gut durch. Ist sehr lecker. Aber ich möchte noch kein Urteil loswerden, sondern erstmal die anderen noch probieren. Gut, dann werden wir jetzt mal das Pflaumenmus probieren. Und gucken mal, wie der so schmeckt. Ist auch super gut. Der Zucker von den Pflaumen ist so richtig karamellisiert. Wunderbar, ganz toll. Und jetzt probieren wir mal die Aronia-Beeren mit der Pflaumen, also Pflaumen-Aronia-Beeren-Marmelade. Auch sehr lecker. Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wer mein Favorit ist. Alle drei sind mega lecker. Ich glaube, also die Brombeeren schmecken mir ein kleines bisschen zu stark durch. Deshalb würde ich sagen, das ist Platz 3. Und Platz 1 und 2 teilt sich das Pflaumenmus mit der Aronia-Beere und Pflaumenmarmelade.
Es ist super lecker geworden, ist echt ein geiler Kuchen geworden. Und ich freue mich drauf, das jetzt aufzuessen. Deshalb schließen wir das Video. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern fürs Dabei bleiben und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bye.